Nur wenige Schritte vom Europäischen Parlament in Brüssel entfernt fand eine Fachtagung zur Zukunft des ESF statt. Auf Einladung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales wurde darüber gesprochen, wie der Europäische Sozialfonds weiterentwickelt werden muss. Die bestehende Fördertechnik des ESF muss einer massiven Revision unterzogen werden. Die Klagen über zu viel Bürokratie, Prüfungen, Anforderungen, Erhebungen, IT-Voraussetzungen verstummen nicht nur, sondern sie werden zu Recht getroffen. Wie muss ein ESF der Zukunft aussehen, um stark und flexibel auf die immer wieder neuen Herausforderungen angemessen reagieren zu können? Wir haben gemeinsam mit den Ländern hier einen Prozess aufgesetzt, dessen Produkt ja auch gleich nochmal vorgestellt wird, hier unser Forschungsbericht. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass eben hier die Staatssekretärinnen und der Staatssekretär der Länder auch höchstpersönlich mitgewirkt haben. Erfahrene Projektträger durch zu viel Bürokratie zu verlieren, das hätte schlimme Folgen für die Menschen, bei denen die Hilfe ankommen soll. 20% der Schulabgänger, die wir gleichsam verlieren, eben ohne Ausbildung belassen, dauerhaft ohne Ausbildung belassen, die macht mich sehr unruhig und die treibt uns gleichsam auch an, genau dahin zu gehen mit den Möglichkeiten des ESF. Der ESF bleibt für alle Regionen Europas wichtig. Auch in vermeintlich wohlhabenden Städten, Regionen und Staaten sind Benachteiligungen zu überwinden. Das ist der Anspruch eines sozialen Europas. Der ESF sorgt für einen perfekten Anschub für Menschen, die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind. Sie profitieren davon, neue Fähigkeiten zu entwickeln. Eine der vielen Stärken des ESF ist seine Verankerung vor Ort, nah dran an den Menschen. Und das soll auch in Zukunft so bleiben. Eine Zentralisierung des ESF wäre wirklich ein tödlicher Fehler aus unserer Sicht. Der ist so wichtig hier für die Städte, für die Regionen. Das Geld muss auch irgendwo herkommen und wir können uns nicht nur über tolle Projekte freuen, sondern wir müssen erstmal dafür sorgen, dass die Finanzierung für die nächsten Jahre auch entsprechend sichergestellt ist. Und die Zahlen sind durchaus beeindruckend. In der aktuellen Periode umfasst das Gesamtbudget des ESF 142 Milliarden Euro, davon 95 Milliarden von der EU und 47 aus nationaler Kofinanzierung. Der ESF soll auch künftig das soziale Gesicht Europas bleiben, mit weniger Bürokratie, aber der gleichen Grundhaltung, Menschen individuelle Wege in Ausbildung und Arbeit aufzuzeigen. Wir haben heute viel von Zusammenhalt, von Demokratie gesprochen und das brauchen wir durch den ESF gestärkt für alle Menschen. Ja. Europa braucht auch in der kommenden Förderperiode einen leistungsfähigen ESF. Darüber soll jetzt die konkrete Diskussion mit der EU-Kommission und den EU-Mitgliedstaaten beginnen. Der deutsche Vorschlag zur Zukunft des Europäischen Sozialfonds liefert dafür erfolgversprechende Empfehlungen.